Ja, ihr Lieben, grüßt euch Gott. Ihr seid wieder bei Oleander Hi-Fi, eurem Kanal für Hi-Fi, DIU und natürlich Lautsprecherbau. Um was geht's heute? Heute geht's um High-End-Netzfilter, DC-Blocker im Detailcheck. Und zwar um sowas hier. Wer glaubt, dass aus der Steckdose ein sauberer 50 Hertz Sinus kommt, dem wird am Oszilloskop mal ganz schnell was Besseres belehrt. Ja, durch die schiere Masse von Schaltnetzteile, PV-Wechselrichter, was haben wir noch, LED-Treiber im Haushalt, da ist die Wechselspannung so stark deformiert, ähm, dass das nicht funktionieren kann. Ja, und wir haben es mit zwei völlig unterschiedliche Störungsarten zu tun. Zum einen haben wir hochfrequente Gleichtakt- und Gegataktstörungen im Kilohertz- und Megahertz-Bereich. Zum anderen der berüchtigte DC-Offset. So, und wenn jetzt Verbraucher im Haus die Netzsinusform asymmetrisch belasten, dann entsteht eben keine kleine Gleichspannung auf der Phase. Und jetzt zeige ich euch zu der Einleitung noch die Module. Hier seht ihr jetzt die 4 Module, die ich euch auch schon in einem Beitrag mal gezeigt habe. Das war ja sehr hoch im Klick von euch und deswegen gibt es jetzt diese 4 Module für euch nochmal einzeln erklärt. Ja, das sind die kleineren Module und natürlich die großen Module. Die großen Module sind von Labahua Audio. Ich persönlich mag die sehr, sehr gerne. Für diese Module gibt es auch Gehäuse, damit ihr hier einen extra Netzfilter aufbauen könnt. Bereits bei 200 bis 300 Millivolt DC reicht es wirklich aus, um den Kern von meinem empfindlichen Ringkerntransformator. Leider kann ich es euch hier bei der Aloya Endstufe hier nicht zeigen, weil das induktive Netzteil ist quasi unter im Wohnzimmer. Und sonst hätte ich euch das jetzt hier an diesem Beispiel gezeigt. Aber also wie gesagt, diese 200 bis 300 Millivolt DC reichen halt aus, um den Kern von dem Ringkerntransformator in die magnetische Sättigung zu treiben und dementsprechend brummt der Kern dann und mechanisch und das elektromagnetische Streufeld im Gehäuse steigt dann dementsprechend drastisch an. So, und wir schauen uns heute jetzt diese 4 Filterplatine an. Also einmal haben wir die ganz große. Ich möchte nicht sagen kleinere, aber die ist anders aufgebaut. Dazu gehen wir später noch mehr ein. Und dann haben wir die ganz kleine. Und dann habe ich die hier, die ich zum Beispiel außer dem Cora habe für mein Netzteil, das lineare Netzteil vom LPSU-Netzteil vom Inuos, von meinem Streamer. Die kriegt allerdings ein Upgrade. Da gehen wir auch noch nachher dazu ein. Letzten Endes, warum machen wir sowas? Wieso tun wir uns das an? Schrauben die Kisten auf und bauen die um. Das wird behandelt als Vorschau für euch und natürlich die klangliche Auswirkung. Was macht so ein Ding überhaupt? Was passiert da? Und warum klingt, wenn ich eine Netzfilter Netzleiste einstecke und habe meinen CD-Player dran, auf einmal klingt es muffig, träge und irgendwie komisch. Ja, darauf gehen wir drauf ein. Nochmals der Hinweis, bevor wir an die einzelnen Module dran gehen.
ein ganz wichtiger Satz vorweg. Also wenn ihr da was macht, wir hantieren hier mit 230 Volt Netzspannung. Das ist lebensgefährlich, Freunde. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, nicht versiert seid, kein Elektriker, was auch immer seid, dann lasst bitte die Finger davon. Ihr spielt hier mit eurem Leben, mit eurer Gesundheit. Öffnet niemals eigenmächtig eure Geräte, greift nicht unbefugt in netzspannungsführende Schaltungen ein. Bei jedem Umbau müsst ihr auch sehen, erlischt die Gewährleistung, die Herstellergarantie, und Arbeiter an solche Baugruppen gehören in fachmännische Hände. Das bedeutet ausnahmslos in fachmännische Hände, ausgebildete Elektrofachkraft, und eins muss klar sein, Sicherheit geht immer vor. Immer vor. So, Freunde der Nacht, jetzt schauen wir uns die erste Platine an im Detail. So, das ist der Kandidat hier. Das ist eine diskret aufgebaute Platine. Schaltungstechnisch haben wir hier eine Kombination aus einer einfachen DC-Sperre und einem zweistufiger LC-Filter. Für den DC-Blocker oder DC-Blocker, wie auch immer man das aussprechen mag, kommen hier 4 Elektrolytkondensatoren zum Einsatz, und die sperren die Gleichspannung eben kapazitiv, während der Wechselstrom hier passiert. Parallel dazu, also zu den Kondensatoren, haben wir hier die Diode als Schutzbeschaltung für eine höhere Lastspitze. Und dahinter folgen die 2 gelbe, eine sitzt hier schief, die 2 gelblich aussehende, das sind Thyroiddrosseln. Für die Gegentaktstörung haben wir 2 hier mit dem grünlichen Oberteil Gleichtaktdrossler. Dann, wenn wir die Rückseite hier uns anschauen, ja, die ist ordentlich verlötet. Die Leiterbahnen, seht ihr so, sind okay. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Die Leiterbahnen für Phase und Neutralleiter sind hier sauber ausgeführt und breit genug. Allerdings ist es so, dass die Spulen hier unvergossen sind, ja, und unter hoher Stromlast können die Wicklungen leicht schwingen, was so ein solides Einsteigerboard für mittlere kleine Verstärker, zum Beispiel wo es primär ums Trafo-Brummer geht. Wir haben hier noch saubere Schraubanschlüsse, solides Board, völlig in Ordnung. Board Nummer 2, ich nenne es jetzt mal EMI Power Line. So, dass ich schön anfangen kann für euch. So, ja. Das Board können wir mal hier auf die Seite legen. Dann haben wir hier vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen besser zu präsentieren. So, hier ist es eben so, dass wir zum Beispiel von den 4 Drosseln hier, was man schon sehr markant sieht, gegenüber der Version, die sind größer, und es sind 4 auf der Platine. Ja. Dann haben wir wiederum 2 Elektrolytkondensatoren, Dioden und eben andere Polyesterkondensatoren. Man nennt die, wie gesagt, EMI Powerline DC Filter. Die hier geht oder verfolgt ein komplett anderer Ansatz. Hier geht es nicht unbedingt um extreme Ströme, sondern um die maximale HV-Einfügedämpfung im Megahertz-Bereich. Eingangsseitige DC-Sperre erfolgt aber in einer 4-stufiger Filterreihe. Aus den stromkompensierten Drosseln und den Tenta
X2 Folienkondensatoren. Durch die 4 hintereinander geschaltete Stufen erreicht man ja extrem steile Dämpfungskurve gegen hochfrequentes Netzrauscher. Und auf der Rückseite sehen wir auch wirklich eine saubere Verarbeitung, saubere Lötstellen. Was hier aber auch auffällt, ihr seht diese großen Öffnungen hier. Das bedeutet, man kann hier auch relativ leicht andere Kondensatoren etc. einlöten. Und da kommen wir auch schon zum Upgrade, weil ich dieses Board bei mir benutze im Inuos. Wir sind die Dioden, grob gesagt, nicht unbedingt zu billig, aber die schalten relativ hart. Das ist ja einfache Ausführung. Hier habe ich die Shotkeys hier mir besorgt mit der richtigen Nummerierung. Die werden hier eingelötet und die einfachen Kondensatoren hier von, schauen wir mal, ob man es euch zeigen kann, Tronax oder wie auch immer die heißen, die kommen raus und hier kommen diese Freunde Nichicon Feingold, die werden hier eingesetzt und bei denen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob es Sinn macht oder nicht. Das wollen wir schauen. Ja, wie gesagt, die Diode Upgrade auf die Shotkeys. Günstige Diode haben wir ja schon gesagt. Die günstige haben halt hochfrequente Abrissspitzer und deswegen werden da die Shotkeys eingesetzt. Beim Kondensator ist es eben so, wie ich gesagt habe, die einfache Elcos für die DC-Sperre fliegen raus und die Nichicon haben halt eine niedrigere ESR, sind Audiospezialisten, haben einen minimaleren Innerwiderstand und durch den Bauteiletausch sinkt eben auch der Rauschteppich im Gleichspannungspfad spürbar. Wer empfindliche Digitalquelle damit speist, gewinnt hier eben an Ruhe, Durchzeichnung und Feindynamik. Ja, und genau eben hier wollen wir ja hin. Wir wollen ja diesen niedrigen Rauschteppich. Apropos ins Rausch, das ist hier die Klimaanlage, Freunde. Es ist kein Hintergrundrauschen hier, sondern wirklich die Klima. Ja, wir wollen ja diesen schwarzeren Background, dieses mehr plastische, was uns auch gerade im Digitalbereich den Analog-Feeling gibt, diese analoge Quelle, diese Authentizität, das gibt uns das zurück. Aber wohlbemerkt, wir reden hier jetzt nicht von eine Ultra-Steigerung, sondern das sind immer feine Nuancen, die wir hier durchgehen und jede kleine Steigerung gibt halt in der Summe eine große Steigerung. Dass so ein Netzteil natürlich mehr kann wie so ein kleines, das blende ich euch ein, ist verständlich. In Deutschland ist es zum Beispiel oder Europa allgemein sind solche Filter vorgeschrieben, dass die Hersteller hier natürlich integrierte Filter wie zum Beispiel im Netzstecker oder im Netzschalter nehmen, ist auch klar. Deswegen baue ich die Dinger raus, diese Teile. Ja, zum Beispiel, da ist der Netzfilter dahinter weg, vergoldete Anschlüsse und Schalter. Kommt eine gute Feinsicherung rein, alles erledigt. Jetzt kommen wir hier in die Profi-Klasse. Mit diesen Filtern sind wir natürlich schon, man sieht es ja schon, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Ja, also, diese Platine oder dieser Hersteller nennt sich auch Labahua, ist auch unter dem Namen Eirwide oder Wired, weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll, im Internet zu finden. Ich verlinke euch natürlich später alle dieser Platine im Text, ne, auch wieder sauber verarbeitet auf der Rückseite. Hier ist natürlich die Verarbeitung und die Platine noch ein Stück hochwertiger. Na, hier sprechen wir nicht nur von
Industriestandard. Hier sprechen wir schon von High-End-Bauteile. Was wir hier jetzt sehen, ganz klar, Entschuldigung, ganz klar die plus 3 Filter gelabelt ist die Platine und sich für 8 Ampere Dauerstrom, also gut 1800 Watt geeignet. Vom Highlight her ist aber ganz klar, es sind die schwarze Drosseln, die hier vom Typ B8 2724, die sind 2x1,2 mH und die Wicklungen sind hier immer Kunststoffbecher, komplett vergossen. Auch mal wieder mein berühmter Schraubenzieher, na, also die Teile hier. Und das verhindert natürlich wieder die mikrofonische Effekte und die Magnetostriefe, Summer der Spule selbst sind bei Volllast absolut zuverlässig. Da dazwischen sitzen die drei 1,0 UV Sicherheitskondensatoren. Vermutlich aller Meinung nach sind es Polyester. Vom Namen her kann man das so sehen. Sind es ich kann es gar nicht richtig lesen, EC-Qua X2 Sicherheitskondensatoren. Für die DC-Sperre nutzt der Entwickler hier auch diese 2200 UV-Elkos und die Gleichrichterbrücke, was wir hier sehen, mit dem Kühlkörper drauf. Sowie die integrierte Schmelzsicherung. Die Schmelzsicherung macht einen ganz guten Eindruck. Das ist auch, wie ihr hört, Keramik. Nochmal zur Unterseite. Also die nutzen wirklich eine dicke Kupferauflage hier. Und die Lötpads von der Becherdrossel sind hier wirklich großflächig angebunden. Um Wärme abzuführen, Übergangswiderstände gering zu halten, bla bla bla. Ist wirklich ein hervorragender, hochklassiger Allrounder für zum Beispiel integrierte Vollverstärker. Hier könnte man natürlich auch hergehen, diese Kondensatoren gegen die hier austauschen. Könnte man machen. Dann haben wir unseren nächsten Kollegen. Die große, das Flaggschiff. Legen wir die mal wieder auf die Seite. Ja. Die hat auch schon eine ganz andere Gewichtung. Das ist schon der richtiges Monster High-End Teil. Und die macht richtig Laune. Ja, von der Qualität, vom Lötpad, ganz kurz nur, relativ ähnlich. Da gibt es gar keine großen Unterschiede. Ja, was gibt es hier zu sagen? Das hier ist eine 10 Ampere Platine. Hier wurde schaltungstechnisch und bei der Bauteileauswahl schon mehr kompromisslos gearbeitet. Schaut euch mal nur die große blaue Becherdrosseln an, hier von Epcos. Die kosten ja auch ein Vermögen. Die gibt es auch nicht gerade auf dem Wühltisch für 2 Cent. Dann, was gibt es zu denen noch zu sagen? Das sind, glaube ich, wenn man das hier richtig ablesen kann, vielleicht kennt ihr, B82725 S-Serie mit jeweils 2x1,8 mH bei, wie gesagt, 10 Ampere Belastbarkeit. Das Ganze sind ungefähr 2300 Watt. Natürlich auch vergossen, vibrationsfrei und extrem niederohmig. Dann für die DC-Sperre nutzt er eben hier auch diese 4 Elkos. Wie gesagt, auch hier könnte man gegen solche austauschen. Hat für die Halbleiter hier den großzügigen Kühlkörper drin. Dazu kommen die 4 schwarze Folienkondensatoren, die Teile hier mit 0,68
UV, auch X2, und die sind halt gegen Masse. Vielleicht erkennt man das, oder ihr erkennt es hier auf dem Bild. Naja, man sieht hier natürlich auch die extrem breite Leiterbahn, großzügige Abstände zwischen Leiter neutral und PE sowie massive Lötpads für die Epcos-Drosseln. Und dieses Teil, wer meine Shorts verfolgt hat, dieses Teil kommt in meinen MPS3 und versorgt dort hauptsächlich die DAC-Version. Wie ihr wisst, der wo meinen Kanal schon länger verfolgt, der MPS3 ist ja nicht nur ein CD-Player, sondern eben auch ein integrierter DAC. Mein absoluter Lieblings-DAC schon seit Jahren, Jahrzehnt. Und er bekommt hier das Upgrade. Hier natürlich die Anschlüsse, sauber zum Schrauben, Abdeckung, Sicherheit geht vor. Was gibt's noch zu sagen? Ja, warum mache ich den Umbau? Das serienmäßige, recht einfache Filtermodul, was ironischerweise aus Thailand kommt, fliegt ja komplett raus und wird durch dieses überdimensionierte Board ersetzt. Warum der Aufwand bei so einem High-End-Player? Nun ja, wenn halt der interne Leistungstrafo der digitale und Analogstufe frei von DC-Sättigung arbeitet und das hochfrequente Netzrauscher konsequent eben abgeblockt wird, dann passiert aber Folgendes. Der interne Master Clock, der dankt es natürlich. Das Taktsignal wird hier stabiler, Phasenrauschen sinkt und es spiegelt sich halt direkt im Klang wieder. Der ganze Takt vom Glock bekommt da enorm. Also es sind halt meine Erfahrungen, nicht, dass ihr denkt, hier, da träumt jemand irgendwelche Dinger davon, sondern das Taktsignal wird insgesamt stabiler, das Fahrscharauser sinkt und es spiegelt sich halt direkt im Klang wieder. Wenn der halt im Hintergrund hier weniger arbeiten muss, dann habt ihr da einen Takt, der eine enorm gewonnene Intensität bekommt, die Greifbarkeit, die rhythmische Präzision aus der digitalen Konserve wird stabil und bekommt ein plastisches Fundament, also greifbarer, analoger. Wobei der Playback ja sowieso enorm analog spielt. Ich aber durch Lautsprecher-Upgrade und so weiter hier aus der Epoche rauskommen und neu, die sind viel mehr feinauflösend, möchte eben verhindern, dass alles zu sehr digital, zu sehr steril, zu sehr zu viel Biss hat. Ja, dann Punkt 7 in der Aufzählung sind wir, glaube ich, irgendwie, wenn ich richtig gezählt habe. Was bringt so Filtermodifikation letzten Endes wirklich? Was kann das? Was passiert? Die Vorteile sind natürlich die Eliminierung von Trafo-Brummer und die physikalische Blockade vom DC-Offset verhindert das mechanische Summen zum Beispiel vom Ringkern-Trafo oder Trafos, je nachdem. In dem Gehäuse drin und senkt halt auch so das elektromagnetische Streufeld im Gehäuse, was natürlich auch wieder Sinn macht. Dann haben wir die Absenkung vom Noise Floor durch das Herausfiltern von dem ganzen HV-Müll, sinkt das Grundrauschen, du bekommst halt mehr Feindetails, die Ausklingvorgänge, die Rauminformation, alles wird greifbarer, wird hörbarer und die vorher im Netzrauscher quasi untergegangen sind. Ja? Dann bekommt man natürlich mehr Präzision im Digitalbereich. Das reduzierte Rauschen auf der Netzseite führt natürlich in den DACs und in den Clocks zu einem geringeren Jitter. Und der Raum, der sich hier aufbildet, wirkt plastischer, Impulse kommen geschärfter. Gibt natürlich auch Nachteile. Es gibt immer nicht nur Vorteile. Nachteile wäre zum Beispiel Dynamikkompression bei Fehlanpassung.
Platz und zum Teil eben Wärmeentwicklung bei Überbelastung. Fehlanpassung, zum Beispiel wird ein Filter mit zu hohem Gleichstromwiderstand, also der DCR, vor große Endstufe gehängt, dann steigt der Innerwiderstand wieder hoch von der Stromversorgung und das kann im Tiefpass wieder schwammig werden und zu gebremstem Klang führen. Was auch zum Beispiel der Überfilterung kommt, was ich im Eingang schon gesagt habe. Wenn ihr so einen Filter benutzt, und das spielt keine Rolle, Filtermodule von anderen Herstellern kauft und feststellt, das klingt aber bei mir gar nicht, das klingt schwammig, das klingt, Impulse kommen langsamer und so weiter, das stimmt gar nicht, was der erzählt. Da habt ihr recht, weil ihr eine Doppelfilterung habt. Ihr baut eine Kaskade auf und das kann nicht gut gehen. Und im europäischen Bereich gibt es ja mit der CE-Zulassung und dem ganzen Geraffel, ganz vorsichtig gesagt, ist so eine EMI-Filterung vorgeschrieben. Und wenn ihr 2 EMI-Filterungen im gleichen Gehäuse habt, also eine draußen, eine drinnen, dann habt ihr eine Überfilterung, eine Kaskade. Deswegen kommt bei mir der Originalfilter raus und diese Teile rein. Kein Filter, direkter Zugang zum Board und somit umgeht man diese Doppelfilterung. Somit haben wir nur noch diese Filterung von zum Beispiel diesem Board. Ja, was auch wichtig ist bei der Installation, genügend Abstand zum Boden, kein Kontakt und so weiter, Sicherheit, deswegen nochmal den Hinweis, geht zum Elektrofachmann, erklärt ihm, was ihr haben wollt, lasst so ein Teil einbauen und fummelt nicht drin selber drumherum. Ja, dann großdimensionierte DC-Blocker mit den Kühlkörper, so wie ihr es hier auf dem Modul seht oder auf dem Modul, im Prinzip das gleiche. Die entwickeln natürlich Wärme, die brauchen Raum in so einem Gehäuse drin und die müssen natürlich auch Wärme abgeleitet sein. Macht ihr das in ein Gehäuse rein, braucht man hier eine Erdung. Ja, das sind alles Dinge, die ein Fachmann weiß. Damit ihr das mal seht, wie sowas aussehen kann. Kennt von euch sowieso fast jeder. Habe ich hier mal euch was mitgebracht. Das ist so ein Filter, den ich schon vor 10 Jahren gebaut habe. Den ersten, den benutze ich heute immer noch. Damals noch Wattgate war das, glaube ich. Und auf der Seite auch noch Wattgate. Ja, ich glaube, das war Wattgate. Ja, da hatte ich mir diesen Filter. Die Kabel sind relativ steif, die Netzkabel. Deswegen benutze ich die heute nicht mehr so gern. Die sind vielleicht ein Tick besser, wie zum Beispiel in das Kabel, das da drüben liegt. Ja, wie das Kabel hier, das hatte ich euch auch die Tage mal gezeigt. Ja, das ist halt wesentlich flexibler. Mag vielleicht von Auflösung und Tiki-Taki hier nicht so super duper sein wie das hier. Aber beim Filter stört mich dieses Kabel so abnormal, weil es halt ein bisschen widerborstig dann wird. Und dann wird das Ganze unflexibel und nicht schön. So, von meiner Seite war es das zum Thema Filter, EMI-Filter, DC und die ganze Geschichte darum. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was für euch neu war, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr Unterstützung braucht, eure Fragen, eure Wünsche. Und in diesem Falle wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, eine schöne Woche, egal wo auf der Welt ihr seid. Und wie immer, folgen, liken, kommentieren, teilen natürlich auch und die Glocke an, bim, und empfehlt meinen Kanal natürlich weiter. Auch ich muss wachsen, auch ich brauche eure Likes, eure Zustimmung, eure Kommentare, jeder andere auch. Ansonsten geht so ein Kanal ganz schnell verloren und ganz schnell weg. Ja, rock on, Freunde der Volksmusik. Bis zum nächsten Video.